So, bitteschön. Sie sind viel unterwegs, fast immer unterwegs. Auf was freuen Sie sich am meisten, wenn Sie mal wieder in der Schweiz sind? Einfach das Heimkommen, einfach Schweizerdeutsch können mal reden, sozusagen, mit allen. Und die Landschaft genießen, die Leute, die Freunde. Und dann halt auch das Essen natürlich noch, Raclette, Fondue, wie man es kennt, Nüssli-Salat und einfach, ja, Nüssli-Salat? jetzt gerade in dieser Ja. Saison, oder? Und einfach, ja, irgendwie zur Ruhe kommen, oder? Weil meistens ist halt die Schweiz noch recht, auch noch immer etwas los. Ich muss ja meistens Fixtermine abgeben, in irgendwelcher Form, wenn ich daheim bin. Und darum probiere ich häufig jetzt mehr und mehr, wenn ich zurück in die Schweiz komme, nichts zu haben eigentlich. Und das habe ich jetzt eigentlich in dieser Saison recht gut geschafft. Als letztes haben wir von Ihnen gelesen, wo Sie entschieden haben, nicht mehr mit dem Paul Annacone zusammen zu arbeiten. Ist das eine Entscheidung für die nächste Zeit? Werden Sie sich wieder jemand Neues suchen oder wollen Sie mit dem kleineren Team weiterfahren? Noch nicht entschieden, ganz ehrlich. Ich meine, der Entscheid ist nicht aus der Panik rausgekommen. Das ist einer gewesen, den ich mit dem Paul länger schon diskutiert hatte, wo ich einfach das Gefühl hatte, weißt du, wir müssen es einfach mal ansprechen. Ich bin nicht sicher, wie machen wir weiter, wie sieht es aus. Hat er selber gesagt, schau, ich bin auch nicht ganz sicher, ich bin auch gerne daheim, oder? Ich bin auch viel auf Reisen gesehen und habe auch Familie. Und ich sage, okay, für mich ist es, wir können noch gerne 2 Jahre weitermachen, das ist kein Problem. Aber, oder wir können jetzt auch jetzt aufhören, oder? Weil ich finde es ein guter Moment für beide auch. Und er hat genau das Gleiche gespürt gehabt. Und darum ist es eigentlich ist es angenehm gewesen, so aufzuhören mit dem Paul eigentlich, oder? Ich glaube, im Gegenvernehmen, weil meistens ist es immer der eine oder der andere muss eine Absage erteilen, dann ist es manchmal nicht so lustig und er hat sich weiterhin bei mir gemeldet, wird immer nur das Beste, wird mir Tipps geben und von dem her ist es wirklich sehr schön gewesen. Und jetzt mache ich mit dem Sevel weiter. Viele meinen, er sei irgendwie nur der Kumpel und nur der Kollege. Dabei hat er ja schon eine sehr wichtige Rolle eingenommen, schon vor x Jahren, oder? Er ist schon im Davis Cup oder als Captain und darum habe ich ein sehr solides Team, auch ohne den Paul, oder? Aber ihm kann ich natürlich auch noch anrufen, wenn ich weiterhin will, natürlich. Könnte es vielleicht auch sein, dass die taktische Weiterentwicklung vielleicht im Moment nicht so zentral ist wie auch schon in ihrer Spielerkarriere? Dass vielleicht im Moment das Wiedergewöhnen von dieser Lockerheit vielleicht fast eher im Zentrum steht? Es ist sicher ganz anders, als wenn ich noch 16 war oder 22. Da brauchst du einen anderen Typ von Coaching. Ich sage, der Paul könnte beides, wie er das selber beides könnte, oder? Aber du musst einfach anders arbeiten mit dem Spieler. Mein Leben hat sich derart verändert in den letzten 10, 15 Jahren, dass natürlich das auch noch irgendwo einen Ausschlag hat, wie du kannst zusammen arbeiten, oder? Ich meine, wo du 22 bist, bist du nur mit dem Coach unterwegs, 40 Wochen im Jahr und bist jede Stunde von deinem Leben fast mit dem Coach zusammen. Also es ist schon fast mehr ein Bruder, ein grosser Bruder von dir eigentlich. Heute ist es ganz anders, reise ich mit meiner ganzen Familie, plus habe ich noch eben ein bisschen grösseres Team. Darum auf einmal bist du vielleicht nicht mehr ganz so viel zusammen, obwohl wir sind natürlich immer noch an vielen Turnieren zusammen. Es ist einfach eine andere Situation und darum muss ich eben jetzt wissen, was inspiriert mich, was brauche ich, was motiviert mich und das sind Fragen, die ich mir muss stellen und dann kommt schnell mal zum Schluss, dass es nur ein paar vielleicht Leute gibt, die zur Frage kommen, oder? Oder sonst muss ich einfach happy sein mit der Situation, die ich jetzt habe. Hauptsache ich habe Lust zum Spielen, dass das Team mir Spass macht, weil ich will nicht die letzten Jahre von meiner Karriere mit einem Team unterwegs sein, wo ich einfach fühle, ja, es ist immer jeden Tag das Gleiche, es ist langweilig, das will ich nicht, oder? Und darum gibt es halt den einen oder andere Wechsel, aber das ist jetzt nicht mit dem Paul der Fall gewesen, eigentlich. Die momentane Situation, die Sie angesprochen haben, ist ja wahrscheinlich noch schwierig. Als erfolgreichster Tennisspieler der Welt, wenn man plötzlich manchmal seinen eigenen Erwartungen nicht mehr gerecht wird auf dem Platz. Ja, also es ist anders, aber es erinnert mich auch wieder zurück an Zeiten, als ich Junior war oder sagen wir vor 12 Jahren oder 14 Jahren, wo es nicht alles aus einem Guss gegangen ist, oder? Aber zum Glück habe ich mich auch immer schon in den besten Zeiten hinterfragt und darum ist jetzt in dieser harten Zeit, ich habe ja ein paar Rückschläge gehabt, oder? Weil das Wimbledon, French Open war für mich auch ein Rückschlag gewesen, ich bin wirklich nicht zufrieden mit dem Match gegen Tsonga. Dann Hamburg Start, wo ich wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Und dann US Open noch drauf haben. Also ich habe mir 4-mal jetzt praktisch in kürzester Zeit müssen aufrappeln. Und jetzt unterdessen, ich muss sagen, ich bin sehr ein positiv denkender Mensch und darum, das gehört jetzt einfach dazu. Und es ist nicht irgendwie das Ende, oder überhaupt nicht, dass ich sehe das als Zwischenetappe und wichtig ist, dass ich weiterhin hart arbeite und dann hoffentlich kommt der Erfolg wieder. Wir haben den US Open Moment, wo Sie ansprechen, das Out gegen den Tommy Robredo rausgepickt und haben das Bild, wo Sie zum Shake Hands laufen mit dem hängenden Kopf. Sind das kleine Momente gewesen, wo Sie gefunden haben, jetzt macht mein Job gerade nicht so Spass?
Ja, ich meine, ich habe, weiß auch nicht, ich glaube, 9-mal gegen Robredo gewonnen gehabt, oder? Noch nie verloren gehabt gegen ihn. Wir spielen ähnlich, einhändige Backhand, schnellen Belag an der US Open. Im Normalfall darf ich den Match nicht verlieren, oder? Also das heißt, irgendetwas ist einfach noch nicht genug gut. Ob jetzt das irgendwie der Kopf ist, die Schläge sind, das Vertrauen ist. Und gegen so einen Spieler kannst du ihn schnell mal verlieren, das ist kein Problem, oder? Aber es ist jetzt einfach nicht eine gute Saison gewesen, jetzt die letzten 6 Monate, und das enttäuscht mich natürlich. Und wenn du fertig bist und da ans Netz läufst, denkst du, das gibt's ja nicht, oder? Jetzt bin ich da wieder draußen, oder? Und ich meine, es gibt ja den Moment auch, wo er dann zum Match serviert und schon, du weißt, du fühlst dich schon fast wie vorbereitet, leider. Und dann, wenn es vorbei ist, denkst du, ja, endlich ist es vorbei, aber es ist der schlimmste Moment, dann in dem Moment eigentlich da, der Handshake, das Zeugs packen, vom Platz laufen und dann duschen, das sind da die 20 Minuten sind der Horror, oder? Dort haben sie ja mal gesagt, so will ich nicht mehr weiterspielen. Also macht es keinen Spass, oder? Und, aber das ist normal, oder? Weil, Ist eine Momentaufnahme so eine Aussage? ja, was ich einfach will sagen ist, einfach, ich will einfach fit spielen. Weil mental bin ich okay gewesen, oder? Selbstvertrauen, okay, eventuell angeschlagen. Aber was ich einfach will, ist, ich will einfach Freude haben. Und wenn ich an zu viele Sachen denke, oder egal was es das ist, so macht es dann einfach keinen Spass mehr. Plus, wenn ich nicht kann, so spielen, wie ich weiss, dass ich kann, das habe ich einfach gemeint, das ist sicher momentan Aufnahme gesehen, oder? Weil ich habe gewusst, ich bin eigentlich auf dem Weg zurück. Ich habe schon besser gespielt an der US Open, eigentlich im Vorspann zu diesem Match. Aber es ist einfach noch ein bisschen zu viel drauf und drauf, und an dem muss ich jetzt eigentlich ganz ehrlich arbeiten. Sie haben schon ein paar Punkte genannt in Ihrer Analyse von jetzt dieser laufenden Saison. Wenn wir vielleicht noch etwas dazu nehmen, um die beste Anführungszeichen zu erklären. Hat sich vielleicht auch das Tennis ganz allgemein in eine Richtung entwickelt, die Ihnen nicht sehr entgegenkommt, wenn wir die langsameren Belege würden ansprechen? Eigentlich nicht, oder? Ich meine, Gut, Sie wollen keine Ausreden suchen. ja, das sowieso nicht. Aber ich soll sicher keine Ausreden, oder? Aber ich glaube nicht, dass der langsamere Belag mir schadet, ganz ehrlich. Klar gibt es heute nur noch den Typ von Spieler, oder? Wo eigentlich den langsamen Belag bevorzugt. Obwohl man sieht jetzt auch der Rafa oder der Novak oder der Murray, die spielen sehr, sehr gut auch auf schnellem Belag, oder? Aber ich glaube, der langsame Belag gibt dir mehr Marge gegen die schlechteren Spieler, weil es ist mehr körperlich, mehr mental, es ist weniger von Glück abhängend eigentlich, und darum ist das sicher für mich auch gut gewesen die letzten Jahre, oder? Ich meine, ich habe so mehr Marge gehabt gegen die schlechter klassierten Spieler, was ja praktisch alle gesehen sind während so langer Zeit, und somit habe ich eigentlich auch mehr können weiter oben behalten über längere Zeit, und das zeigt jetzt auch der Djokovic oder der Nadal, und der vorne top ist und Selbstvertrauen hat, der kann das eben durchziehen über jeden Belag. Das war ja vorher nicht eigentlich der Fall gewesen, und darum ist das sicher keine Entschuldigung. Die BS für mich in diesem Jahr, und das ist auch wieder keine Entschuldigung, ist einfach aufs Körperliche zurückzuführen, oder? Es ist mir härter gefallen, als vielleicht die Leute wissen, und ich habe einfach nicht können so hart trainieren, wie ich wollte, und darum, für mich ist das eigentlich ausschlaggebend, und für mich ist darum einfach wichtig, dass ich jetzt die richtigen Entscheidungen treffe, entweder mein Training umstellen ein bisschen, Turnierplanung eventuell umstellen, einfach, ich muss zum richtigen Schluss kommen. Für das habe ich jetzt noch die nächsten paar Monate, habe schon viele Sachen probiert und verändert und so weiter. Und das macht mir alles Spaß, und das ist ja alles kein Problem. Wichtig ist einfach, dass man motiviert an jeden Tag wieder rangeht, weil das ist natürlich in so einer Phase, wie ich jetzt war, auch nicht ganz so einfach gewesen. Sie haben gesagt, körperlich ist es mir schlechter gegangen, als viele Leute gemeint haben. Das heisst, es hat wirklich Momente gegeben, wo Sie haben müssen sehr auf die Zähne beißen. Ja, ich meine, in den Wales hätte ich nie dürfen spielen, nachdem ich einen Weg gemacht habe gegen Dodik. Gegen Stan hätte ich nie dürfen antreten eigentlich. Und gegen Raff ist mir dann schon wieder ein bisschen besser gegangen, aber ich hätte nie gegen Stan dürfen spielen. In Hamburg hätte ich nie dürfen spielen, in Gstaad zum Schluss auch nicht. Dann hast du zum Schluss einfach dort Turnier, wo ich einfach hätte müssen auslassen, oder einfach müsste halt einfach sagen, okay, jetzt ziehe ich halt einfach mal raus, oder? Aber ich ziehe nicht raus, oder? Wenn ich mal ein Turnier anfange, dann spiele ich es auch zu Ende, oder? Ja. Auch wenn es durch die Härte geht, und das ist für mich dann vielleicht auch schlecht gewesen, dass ich so viel länger Probleme hatte, oder? Und dann gewöhne ich mich auch eben an Seich, ganz ehrlich. Dann fange ich an falsch zu spielen, weil ich mich ja muss mehr schonen und so weiter. Und das ist einfach für mich das grösste Problem im letzten Jahr oder so. Sie analysieren sehr kühl Ihre eigene Leistung, können das sehr abstrahiert anschauen. Die Welt leidet ein bisschen mit Ihnen mit. Es kommt dann so weit, dass Pam Shriver, die selber Mutter von Zwillingen ist, sagt, ja, unglaublich anstrengend, das braucht Energie, emotional und physisch. Wie viel sind Sie weniger fokussiert wegen Ihren 2 Kids? Ja, nicht groß, oder? Also ich meine, ich bin überrascht, wie ich meine Turnierplanung kann weiterhin beibehalten eigentlich. Bin ich
so hart trainieren wie ich nur will, oder? Ob ich jetzt eine Stunde mehr oder weniger trainiere, hat ja keinen Ausschlag eigentlich auf mein Privatleben, ganz ehrlich. Und ich kann trainieren am 8 Uhr morgen, wenn ich will, oder auch am 8 Uhr zu oben. Das macht auch dort keinen Unterschied, oder? Dann kann ich vielleicht keine gute Nachtgeschichte lesen zu oben, aber das geht auch, oder? Ab und zu. Und darum, dort ist natürlich Mirka extrem wichtig, dass sie mir immer den Rücken frei hat und mich irgendwie nicht vom Tennis wegzieht und sagt, dann ist es ein Seich langsam rum, das haben wir genug lang gemacht. Die Kleinen brauchen die jetzt. Wir sind jeden Tag zusammen und darum bin ich dort nicht irgendwie in einem Druck, dass sich das Leben verändert hat, dass die Organisation riesig geworden ist. Unterdessen ist natürlich normal, aber das gehört auch dazu. Und das ist auch nicht von heute auf morgen gekommen. Das ist auch schleichend gekommen, ich habe mich auch daran gewöhnen. Und für mich ist es doch irgendwo auch ein Traum, natürlich als Vater auch Tennis spielen und die Kleinen dabei zu haben. Das ist eine Situation, die es vorher nie gegeben hat und ich nie geträumt habe davon. Darum genieße ich das eben mehr, als dass es eigentlich irgendwo einen schlechten Faktor dabei sollte haben. Was ist gut nachgeschichtlich-mässig gerade in dem Moment? Globi oder Papa Moll meistens, oder? Ah, sicher, Ja, das sind ja. Favoriten. Die sind die Favoriten. In genau. Mundart vortragen. Ja, sowieso, oder? Das muss sein. Klar. Wir haben da noch einen lustigen Tweet, wo sie bei so einer Ask Roger Federer Session an ihre Fans rausgelassen haben. Spielen die Kleinen, oder haben sie schon probiert Tennis zu spielen? Ja, ja, aber sie hören einfach nicht. Zu mir nicht. Genau. Zu mir nicht. Sonst oder? schon. Aber sie haben Nein, schon probiert. ist eher auch ein Witz, oder? Also, ich Klar. meine, die Kleinen, es hat Zeiten, weißt du, was ich sage, nehmen sie den Schläger in die Hand, machen einen Schlag und sagen, okay, ist gut, und so wieder am Boden und laufen davon. Dann merke ich, sie können lieber sendeln oder machen lieber andere Sachen als Tennis spielen. Und auf einmal sagst du, komm, wir probieren es wieder. Jetzt haben sie sogar mal in so eine Tennis-Lesson geschickt gehabt. Und auf einmal haben sie es gerne gehabt, oder? Also es geht eben nicht um Tennisspiel, sondern mehr total Koordinationsübungen und, weißt du, mit dem Luftballon spielen und so weiter. Und auf einmal haben sie es jetzt gerne gehabt, ein paar Mal, jetzt in den letzten paar Wochen. Also, ich weiss es auch nicht, ob sie es gerne haben oder nicht, aber ich habe gerne, wenn sie Ballsportarten ausüben, weil ich finde es gut für Koordination, es ist spielerisch, es ist lässig. Aber am liebsten wenn sie schwimmen und nicht Tennis spielen. Und eben, ich unterstütze egal in welcher Richtung. Sport ist super, weißt, als Ausgleich und auch zum Gewinnen und Verlieren lernen, Kameradschaft im Sport. Also ich bin nur dafür und darum unterstütze ich, also egal welcher Sport das ist zum Schluss. Sie haben vorhin mal gesagt, ich will einfach noch weiterhin Spass haben in dieser Zeit, die mir noch verbleibt. Etwas vom Schwierigsten ist ja der Punkt zu finden, wo man sagt, jetzt gehe ich. Wie malen Sie sich den Punkt aus? Wie sollte er aussehen? Gar nicht. Ich probiere nicht daran zu denken, oder? Alles, was ich weiss, ist mehr oder weniger, wie es andere gemacht hat, oder? Samples hat zack. Ein Jahr lang hast du nichts mehr gehört von ihm. Dann hat er gesagt, jetzt hört er auf. Der eigentlich natürlich hat es in Wimbledon annonciert und die US Open aufgehört. Edberg hat gesagt, jetzt spielt noch ein Jahr durch, oder? Dann ist es ein grosses Tamtam bei jedem Turnier. Andere. Wir haben noch Martina Navratilova für gesucht, die ja Wie hat sie es gemacht? 94 aufgehört hat und nachher dann einfach noch eine lange Doppelkarriere okay. hat und noch immer weitergespielt hat. Aber er hat bis zum Schluss auch Top-Resultate hergebracht. Das wäre wahrscheinlich schon so die Traumvorstellung, dass es bis zum Schluss eigentlich... Klar, irgendwo denkst du, am schönsten wäre es natürlich mit einem bombastischen Sieg nochmal aufzuhören und dann können sagen, okay, merci zusammen und tschüss, oder? Wenn das ist, das weiß ich nicht, oder? Und ich habe das Gefühl, umso mehr ich darüber hirn, desto näher ist der Moment. Also, wenn nur Spass haben am Sport und am Tennis spielen, lenkt ja auch nicht. Du musst das Feuer haben, du musst ja Erfolg haben. Das ist ja darum, dass ich ja spiele, dass ich ja eigentlich kann nochmal Sieg erringen und Emotionen haben, so wie früher noch dazu mal, wo ich so viele Turniere gewonnen habe und eben gekühlt habe, wie alle das kennen und so weiter. Die Momente sind unglaublich, wie schön das ist, oder? Und ich spiele wirklich auch gerne Tennis, ob es das Trainingssieg oder halt eben Match vor Publikum. Und ich habe so unglaubliche Unterstützung überall auf der Welt, aber vor allem natürlich auch in der Schweiz. Und das schätze ich natürlich auch immer sehr, die hinter mir stehen und nicht wollen, dass ich aufhöre, die jetzt wollen, dass eben jetzt genau in dem Moment stehen sie mehr hinter mir. Und das schätze ich und motiviert mich auch natürlich, oder? Aber es ist klar, es ist nicht eine einfache Phase jetzt momentan, aber jetzt hinter den Kopf hängen lassen, das ist nicht meine Art. Sie brauchen Emotionen in Ihrem Spiel, Sie brauchen auch Ambitionen. Was sind Ihre nächsten Ziele, die Sie sich gesetzt haben? Gut, jetzt ist natürlich ziemlich simpel. Jetzt sind wir da total im Stress, im Rausch von der World Tour Finals. Hoffentlich den Weg auf London schaffen. Rechnen Sie jetzt mit diesen Punkten? Oder Nein, ich weiß nicht, was ich will. Also ich weiß, es ist knapp und das ist alles, was ich muss wissen. Und wenn ich weiß, dass ich gut spiele, dann schaffe ich es wahrscheinlich, also dann schaffe ich es ja selber. Wenn ich dann würde verlieren, dann müsste ich schon mal ein bisschen schauen, oder? Das würden Sie dann schon? Ja, so vor Paris wahrscheinlich müsste ich es mal wissen, oder? Aber jetzt, ganz ehrlich, kann ich das Basel eigentlich recht entspannt angehen. Also das ist jetzt einmal der World Tour Finals
das ist jetzt einmal ein grosses Ziel, aber dann jetzt das Ziel ist jetzt einfach gerade mal Basel gut spielen und gewinnen natürlich. Am Heimturnier da können mitspielen ist immer eine riesen Freude für mich und darum ist das eigentlich das Ziel. Und dann, klar, ist es verbunden mit London und so weiter, aber ganz ehrlich, es ist jetzt wirklich totaler Fokus auf Basel und dann werden wir schauen, wie dann Paris kommt und sonst schaust du dann schon vorwärts auf 2014, wenn ich mich vorbereite. Dieses Jahr bin ich ja 1 Monat dann total ist ja alles am Tennis gewidmet und Kondition und auf das freue ich mich dann natürlich auch im Dezember. Aus Schweizer Sicht hängt natürlich irgendwo immer noch der Davis Cup, wo die Schweiz sich unglaublich freuen würde, wenn sie da regelmäßig natürlich mit dabei wären. Spüren Sie den Druck oder die Erwartungshaltung? Jein, oder? Weil der Davis Cup ist einfach ein schwieriger Anlass. Ich muss ehrlich sagen, oder? Da kommt immer sehr viel Druck vom Verband her. Es ist so wieder, dass ich dort ist, wo man die Schweiz vertritt und niemand anders. Dabei, ich vertrete die Schweiz, egal wo ich angehe, oder? Ich meine, das ist einfach Fakt, oder? Und der Davis Cup ist halt einfach nicht einfach, weil du weißt nicht, wo es ist, wenn es ist, genau, wenn du gewinnst, wenn du verlierst. Ich bin der absolute Leader im Team. Das geht enorm an Substanz an. Und ich habe schon sehr, sehr viel erlebt und auch schon viel Davis Cup gespielt, oder? Und darum muss ich es mir einfach immer zweimal überlegen. Und darum, ich habe auch noch nicht entschieden für nächstes Jahr. Ich habe zum Glück Zeit, wenn wir auswärts spielen, um noch zu schauen, genau, was ich machen will. Ich habe jetzt gesagt, jetzt konzentriere ich mich einfach mal auf die Saison, dass ich die fertig spiele und dann werde ich anfangen zu schauen für nächstes Jahr, oder? Aber es kann sein, dass ich spiele, es kann sein, dass ich nicht spiele. Tönt aber nicht nach Prio 1. Es ist schwierig, oder, das als Prio 1 setzen, weil dann ist einfach alles andere unwichtig und dann ist das Ranking einfach wirklich total zweitrangig, oder? Ich weiss, für mich ist es entweder Nummer 1 oder nicht, das kannst du auch so anschauen und darum ist einfach dann wichtig, das ist meine Zielsetzung und der Druck irgendwie auf Stan oder auf alle anderen zu machen, zu sagen, okay, Davis Cup ist jetzt mein Ziel, kann natürlich dann auch irgendwie die Spieler und alle hemmen, oder? Und darum muss ich dort sehr sorgfältig an die Sache gehen und mit den richtigen Leuten reden und dann einfach die richtigen Entscheidungen treffen, was dann auch der halt soll sein. Gleich geht's los in Basel. Basel. Spielen in der Schweiz heisst für Sie immer auch ein Haufen Termine rund ums Spielen herum. Haben Sie da eigentlich auch noch die Übersicht, was alles so ansteht? Ja, also das ist kein Problem. Ich mache es auch gern. Ich auch gern den Rummel um meine Person in so einer Phase. Ich bin jetzt zum Beispiel ja 2 Wochen daheim nach der US Open, habe ich gar nichts gehabt. Jeden Tag daheim gesehen, bin laufen mit der Kleinen, habe es lässig gehabt, der Mirka und so. Und das Gleiche nach Indian Wells bin ich 7 Wochen in der Schweiz gewesen, so lange wie nie mehr in 12 Jahren in der Schweiz. Und dort habe ich eigentlich auch nichts gehabt. Und jetzt ist das einfach eine Woche, wo ich halt alles ein bisschen mehr mache. Und das macht mir dann auch Spass, weil das tut mich dann eigentlich vorbereiten fürs Turnier. Ich weiss, wir sind hier für einen Grund, diesmal in der Schweiz, nicht nur zum Entspannen. Darum bin ich auch im Hotel und irgendwie nicht daheim, weil es ist nicht Ferienfeeling, jetzt ist hier so ein bisschen wie Abend angesagt. Aber gleichzeitig genieße ich natürlich die Atmosphäre hier zu Basel mit meiner Familie, mit meinen Freunden, meinen Eltern, Schwestern, alle sind da und kennen den Weg natürlich und darum freue ich mich wirklich riesig aufs Turnier. Super, wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank. Danke Merci. vielmals.